Das Mädchen träumte schon seit ihrer Kindheit von einem solchen Haustier, also beriet sie sich mit ihrem Freund und gemeinsam gingen sie ins Tierheim, um den Hund kennenzulernen. Doch dort stellte sich heraus, dass jemand den Hund bereits mitgenommen hatte. Die jungen Leute waren verärgert, beschlossen aber, nach anderen Tieren zu suchen. Freiwillige boten sowohl erwachsene Hunde als auch Welpen an. Vika und ihr Verlobter beschlossen, sich zuerst die Welpen anzusehen. Da kam eine Frau mittleren Alters auf sie zu, der man sofort ansah, dass sie mit ihrer Arbeit und ihrem Leben im Allgemeinen nicht sehr glücklich war. Mürrisch erklärte sie Viktoria und ihrem Verlobten, dass sie keine Welpen hätten. Und die erwachsenen Hunde seien alle Nicht-Rassehunde. Man könnte meinen, man bekäme einen Mischling, sagte sie skeptisch. Wenigstens einen wollten sie retten. Als Viktoria und ihr Verlobter in die Nähe der Gehege kamen, taten ihnen alle Tiere unendlich leid. Fast alle Hunde bellten und versuchten, die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Doch Viktoria sah nur einen Hund an. Er saß ruhig da, die Schnauze nach unten geneigt. Das Mädchen trat näher an den Zwinger heran und berührte sanft das Gitter. Der Hund reagierte sofort. Er leckte Vickys Finger ab und versuchte dann, seine Schnauze in den Spalt zwischen Gehegetür und Boden zu stecken, damit die Fremde ihn streicheln konnte. Als Viktoria die traurigen Augen des Hundes sah, voller Schmerz und Leid, wusste sie, dass es ihr Hund war. Doch plötzlich knurrte der mürrische Angestellte wieder: »Sie geben dem Hund Hoffnung. Gehen Sie weg oder nehmen Sie sie gleich mit«, sagte sie. Vicky und ihr Freund hatten weder Leine noch Halsband dabei, denn sie wollten sich nur kennenlernen. Außerdem wussten sie, dass sie sich ihr neues Familienmitglied gut überlegen mussten, denn zu Hause hatten sie bereits eine Katze und einen Hund. Trotzdem einigten sie sich auf einen kurzen Aufschub. Am nächsten Tag eilten sie in die Tierhandlung und kauften alles Nötige ein. Und dann eilten sie ins Tierheim für genau diesen Hund. Als das Tier Viktoria wieder sah, heulte es fast vor Glück. Der Hund sprang, wedelte mit dem Schwanz und winselte so sehr vor Freude, dass sie ihn nach draußen bringen mussten, während die jungen Leute die Papiere ausfüllten. Jetzt lebt der Hund bei Vicky. Er heißt Arnold.